Bist du schon mal zum Arzt gegangen, weil du irgendein Problem hattest und dort wurdest du dann untersucht, vielleicht sogar behandelt, aber am Ende warst du mehr oder weniger genauso schlau wie vorher? Das können Rückenschmerzen gewesen sein, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Ich nenne diese Beschwerden ganz gerne Alltagsschmerzen. Und du warst beim Facharzt, der hat dich untersucht, vielleicht behandelt, was auch immer mit dir gemacht. Und am Ende des Termins sagt er zu dir: Herzlichen Glückwunsch, Ihre Blutwerte sind alle normal, Ihr Röntgenbild sieht gut aus, Sie sind gesund. Und du bist natürlich einerseits erleichtert, aber andererseits auch ein bisschen frustriert, weil dich das nicht so wirklich weiterbringt. Und bevor ich jetzt weiterspreche, dieser Talk ist für all die Patienten, denen es genauso geht. Für alle, die auf dem Papier gesund sind und die trotzdem leiden. Es geht hier heute nicht um diejenigen, die zum Arzt gehen und dann mit einer ernsthaften Krankheitsdiagnose konfrontiert werden. Dieser Talk ist für alle, die von Spezialisten zu Spezialisten rennen, in der Hoffnung auf Hilfe und die dann immer wieder vor einer großen Leere und vielen Fragezeichen stehen, weil angeblich alles okay ist. Ich arbeite in einer osteopathischen Praxis in Frankfurt am Main und ich stelle euch heute einen ganz typischen Patientenfall vor. So einen Patienten habe ich mindestens einmal am Tag. Frankfurt ist ja so die Finanzmetropole Europas und dementsprechend arbeiten viele meiner Patienten im Finanzbereich. Und so ein ganz typischer Patient ist ungefähr 45 Jahre alt, hat 2 Kinder, arbeitet in Banking und ist ein sogenannter High Performer oder High Achiever. Und er kommt wegen Schmerzen im unteren Rücken. Ich könnte jetzt genauso gut Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen nehmen, aber ich nehme mal den unteren Rücken und vielleicht erkennt der ein oder andere sich ja auch schon wieder. Also, nennen wir unseren imaginären Patienten Steve. Steve macht schon ein bisschen länger mit diesen Rückenschmerzen rum und er hat auch schon vieles ausprobiert. Er war beim Orthopäden, dort hat er Spritzen bekommen, er hat mehrere Monate Physiotherapie hinter sich, er hat mit Yoga angefangen, es gefällt ihm besser, als er gedacht hätte. Und er geht regelmäßig ins Fitnessstudio, um seine Rückenmuskeln zu kräftigen. Trotzdem sieht man, dass es Steve nicht so wirklich gut geht, denn Steve sieht nicht glücklich aus. Diese nervigen Rückenschmerzen sind halt einfach trotzdem noch da. Durch irgendeinen Zufall oder auf eine Empfehlung landet Steve dann bei mir in der osteopathischen Praxis und erzählt mir seine Geschichte. Und obwohl Steve sehr charismatisch wirkt und auch sehr gefasst ist, merke ich trotzdem, wie lästig ihm dieses Thema inzwischen ist. Und ich spüre seine Frustration. Ich untersuche Steve also osteopathisch und ich finde einen leichten Beckenschiefstand, eine Bewegungseinschränkung in der Lendenwirbelsäule und einen ziemlich verspannten Bauch. Und mir fällt auf, obwohl Steve schlank und sportlich ist, steht sein Bauch so ein bisschen hervor und er fällt ins Hohlkreuz. Ich übertreibe das ein wenig. Und genau das ist auch der Grund für Steves Rückenschmerzen. Denn genauso wie unser Gewebe im Schulter-Nackenbereich verspannen kann, wenn wir Stress haben, kann es das auch im Bauchbereich. Ich erkläre später, wie das funktioniert, aber zunächst unternehmen wir eine kleine Anatomie-Exkursion. Das sind Steves Organe. Oben sehen wir sein Herz und der blaue Strich, den ich hier gezeichnet habe, das ist Steves Zwerchfell. Das ist unser großer Atemmuskel und der trennt Brusthöhle und Bauch voneinander. Dann haben wir hier in grün den Magen, daneben die Leber, in der Mitte in blau haben wir den Dünndarm und das Orangene, was ich außenrum gezeichnet habe, das ist Steves Dickdarm. Natürlich habe ich ein paar Organe weggelassen, einfach der Einfachheit halber, zum Beispiel die Lungen, die Nieren, aber die hat unser Patient natürlich auch. Ich weiß nicht, ob ihr schon jemals darüber nachgedacht habt, aber unsere Organe schweben nicht einfach so in unserem Bauch herum, sondern sie sind vorne und hinten und seitlich befestigt. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Steve wurde jetzt in der Mitte durchgeschnitten. Sorry, Steve. Und wir schauen sozusagen von innen in ihn hinein. Die bunten Formen, die ihr seht, das sind immer noch seine Organe, nur eben in der Mitte durchgeschnitten. Und diese grünen Striche, die ich eingezeichnet habe, das sind die Bänder, die Steves Organe vorne und hinten befestigen.
Damit es nicht zu kompliziert aussieht, habe ich wieder ein paar Strukturen weggelassen. Wichtig ist für dieses Patientenbeispiel, dass ihr euch vorstellen könnt, dass Steves Bauchorgane vor allem hinten am Rücken befestigt sind. Und so wird der Zusammenhang zwischen Bauchspannung und Rückenschmerzen schon relativ deutlich. Woraus bestehen jetzt diese grünen Bänder? Also erstens sind sie natürlich in Wirklichkeit nicht grün. Und zweitens kann man dieses Gewebe, aus dem sie bestehen, ganz gut zusammenfassen unter Bindegewebe, und in den letzten Jahren ist auch der Begriff Faszien sehr populär geworden. Und was Faszien machen, ist, dass sie zum Beispiel all unsere Muskeln überall am Körper einhüllen und dann über Sehnen am Knochen befestigen. Und genau so hüllen diese Faszien auch unsere Bauchorgane ein und befestigen diese dann über Bänder, unter anderem hinten am Rücken. Und dieses Bindegewebe, diese Faszien, ist super sensibel gegenüber Stress. Bestimmt kennt ihr das. Wenn ihr Stress habt, dann zieht sich hier oben alles zusammen, und wenn euch dann noch jemand hier reinpiekst, dann tut es extrem weh. Genau dasselbe passiert auch im Bauch. Stresshormone, die wir über einen längeren Zeitraum ausschütten, also wenn wir lange chronischen Stress haben, so wie Steve, führen dazu, dass dieses Gewebe sich tatsächlich umbaut. Es verändert seine Struktur. Und anstatt weich, flexibel und geschmeidig zu sein, wird es hart, rigide und klebrig. Man kann sich das tatsächlich ein bisschen so wie Knoten im Bauch vorstellen, ungefähr so. Und wenn wir mehrere dieser Knoten haben, dann zwingt uns das in eine ziemlich unaufrechte Position, so wie bei mir jetzt. Und genau wie im Schulter-Nackenbereich kann man aber auch im Bauch durch Massagen und mechanische Manipulationen diese Knoten auflösen. Und je mehr dieser Knoten wir auflösen, desto mehr kann sich unser Patient wieder aufrichten. Die Lendenwirbelsäule entspannt sich, der Bauch wird flacher, das ist ein schöner Nebeneffekt. Und auch der Beckenschiefstand löst sich auf. Steve geht es also ziemlich schnell besser und er freut sich, dass er eine so einfache Lösung für sein Problem gefunden hat. Und die Lösung für Steves Problem war wirklich relativ einfach. Ich habe einfach durch mechanische Manipulation diese Knoten aufgelöst. Und trotzdem ist Steve echt relativ lange mit diesen Rückenschmerzen rumgelaufen, was vielleicht gar nicht so hätte sein müssen. Und genau so, wie ich es jetzt für Rückenschmerzen erklärt habe, könnte es auch für Nackenschmerzen oder chronische Migräne sein. Eine körperliche Ursache für diese Schmerzen ist vorhanden. In Steves Fall waren es Bauchspannungen. Aber sie ist nicht immer gravierend genug, um in einem bildgebenden Verfahren oder in irgendeinem diagnostischen Verfahren, wie zum Beispiel einem Ultraschall oder einem Röntgenbild, dargestellt zu werden. Trotzdem ist diese Ursache vorhanden. Einige Patienten machen hier leider die schmerzvolle Erfahrung, dass sie zum Arzt gehen und dann als Simulanten abgetan oder in die Psycho-Ecke gestellt werden. Und das tut mir als Therapeutin wirklich weh, denn warum sollte man sich körperliche Schmerzen ausdenken oder simulieren? Und leider spielen da auch Diskriminierungsfaktoren wie Alter, Geschlecht, soziale Herkunft und Hautfarbe eine Rolle. Und damit genau das nicht passiert, brauchen wir eine bessere Aufklärung darüber, welche Möglichkeiten wir heutzutage in der Körpertherapie haben. Je mehr dieser Knoten wir in Steves Bauch lösen, desto besser erkennt er auch sein eigentliches Problem. Ihm wird klar, dass sein Stresslevel ihn krank gemacht hat. Und er möchte lernen, weniger runterzuschlucken und stattdessen anders mit Situationen umzugehen. Um diesen Teil seiner Geschichte soll es aber jetzt nicht gehen. Deswegen an dieser Stelle danke, Steve. Und wenn es irgendjemandem hier im Saal heute so geht wie Steve, wenn du körperliche Schmerzen ohne eine konkrete Diagnose hast, dann möchte ich dich bitten, nimm diese Schmerzen ernst. Denn dein Körper und dein Schmerzempfinden betrügen dich nicht. Und Steve war ja nicht untätig. Er hat voll viel probiert. Er war beim Orthopäden, er hat Physiotherapie gemacht, er hat Yoga ausprobiert. Und so Sachen wie Meditation, Selbsthilfebücher, verschiedene Diäten, Yoga wären nicht so beliebt, wenn nicht ein Riesenbedarf bestehen würde. Und grundsätzlich finde ich das total gut, denn die Hinwendung zum eigenen Körper und zur eigenen Gesundheit sind ein sehr schöner Trend. Allerdings sollten Patienten wie Steve nicht lange auf eigene Faust suchen müssen und
total viel Zeit und Geld verschwenden, im schlimmsten Fall vielleicht sogar abgezockt werden, bis sie wirklich Hilfe erhalten. Denn wenn man Schmerzen hat, mit denen man alleine nicht zurechtkommt, benötigt man Hilfe. Und Steve hat alles richtig gemacht, denn er ist als allererstes zum Arzt gegangen. Das würde ich auch immer empfehlen, denn natürlich ist es wichtig, sich medizinisch durchchecken zu lassen, damit man nichts übersieht. Wenn dann aber alles okay ist, dann ist es super, wenn man weitere Therapieangebote erhält. Und im Moment ist es gar nicht so leicht, sich in diesem Therapiedschungel als Patient zurechtzufinden, denn das Angebot ist groß, aber sehr diffus. Und deswegen wünsche ich es mir, dass wir es so weit hinbekommen, dass ein Patient, der mit solchen Schmerzen zum Arzt geht, nicht hört: Herzlichen Glückwunsch, Ihr Röntgenbild ist in Ordnung, Sie sind gesund, sondern: Herzlichen Glückwunsch, medizinisch sind Sie gesund, aber ich nehme Ihre Schmerzen ernst und deshalb würde ich Sie gerne an einen Kollegen überweisen. Und ich sehe uns Körpertherapeuten, und dazu gehören auch wir Osteopathen, aber nicht nur, in der Sparte der psychosomatischen Medizin. Das heißt, wir schließen die Lücke zwischen Psychotherapeuten, also denen, die sich um unsere Seele kümmern, und Ärzten, die sich um unseren Körper kümmern. Denn Traurigkeit macht uns Herzschmerz, Angst nimmt uns die Luft zum Atmen und Stress bereitet uns Bauchschmerzen. Oder in Steves Fall Rückenschmerzen. Manchmal tragen wir das Gewicht der Welt auf unseren Schultern und nach einem stressigen Tag platzt uns der Kopf. In diesem Sinne möchte ich euch heute alle zu mehr Körperlichkeit einladen. Und das Motto des heutigen Abends ist Welcome Home. Ich will ganz klar sagen, Welcome home in your body.